Diese Flatrate-Mentalität bei Krankenkassen muss aufhören, sagt die CDU. Einfach auf Flatrate krankgeschrieben, sich auf dem Nachhauseweg vom Kino kurz noch ein paar Pillen geholt und dann entspannt die Füße vor dem Fernseher hochlegen und mit seiner Therapie-App chatten. Man kennt es. Ich zahle aktuell jeden Monat 972,56 € an die Kranken- und Pflegeversicherung und bin leider ein seltsamer Ausnahmefall in unserem Gesundheitssystem. Ich passe da nicht so ganz rein. Zur Vervollständigung. Ich bin selbstständig, das heißt, ich zahle den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberanteil der Krankenversicherung, weil ich ja mein eigener Arbeitgeber bin. Im Normalfall wird halbiert. Arbeitnehmer die Hälfte, Arbeitgeber die andere Hälfte. Die Summe ist aber am Ende trotzdem dieselbe. Das ist aber trotzdem ziemlich viel, oder? Richtig, das kommt daher, dass ich, bevor ich die Academy ins Leben gerufen habe, einige Monate ganz knapp über der Beitragsbemessungsgrenze lag. Ich hatte also ein Einkommen von über 5.000 € im Monat. Und das hört sich jetzt krass viel an, vor allem da die Ausgaben schon eingerechnet sind. Da kommt dann allerdings noch ca. 1.300 € an Steuern weg, plus Sozialversicherung, und wenn man fertig ist, bleiben bei mir etwa 2.200 € übrig. Zum Vergleich: Das Durchschnittseinkommen in Deutschland beträgt aktuell grob 2.165 €. Als Selbstständiger mit einem durchschnittlichen Nettolohn ist man also schon an dieser Beitragsbemessungsgrenze. Man zahlt den maximalen Krankenkassenbetrag. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass die Krankenversicherung ganz grob so viel wert ist wie die Hälfte meines gesamten Nettoeinkommens. Aus genau diesem Grund versichern sich in Deutschland auch alle Selbstständigen, die einigermaßen bei Verstand sind, privat. Privat würde ich für deutlich mehr Leistungen, keine Wartezeiten bei Ärzten, deutlich mehr verfügbaren Ärzten insgesamt 400 € weniger zahlen. Weniger, nicht mehr. Es gibt übrigens ein paar wenige Arbeitgeber in Deutschland, die auch die privaten Krankenkassen bezuschussen. Dazu gehört lustigerweise auch Deutschland, also der Staat, als Arbeitgeber. Und deswegen sind die allermeisten Beamten übrigens privat versichert. Sehr verquer, wenn ihr mich fragt, aber das ist nicht das Thema des Videos. Warum bin also ich nicht privat versichert, wenn es doch so viel besser ist? Auch das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe eine anonyme Anfrage stellen lassen von einem Versicherungsmakler. Warum eine anonyme Anfrage, fragt ihr? Weil die privaten Krankenkassen untereinander plaudern ohne Ende. Wenn ihr von einer Krankenkasse abgelehnt werdet, gucken sich die anderen einige Jahre lang nicht mal mehr an, warum ihr wechseln wollt. So mein Makler. Ihr steht auf einer Sperrliste und ihr bleibt da. Niemand will euch versichern, nachdem jemand anders einen Grund gefunden hat, euch nicht zu versichern. Aber habe ich die Erlaubnis gegeben, diese Daten zu teilen? Ich weiß nicht. In meinem Fall wurde ich aber auch anonym abgelehnt, weil mein Job als YouTuber wohl mit einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen einhergeht. Ich bin wohl viel Stress und Mobbing ausgesetzt, wurde mir gesagt. Lustig, das erscheint mir aber dann doch ein bisschen nach Datenmissbrauch. Da hat wohl ein Mathematiker irgendwo eine Statistik gefunden, die sowas belegt, und naja, egal. Gesundheitliche Versorgung wird abgelehnt wegen Berufsrisiko. Und ich muss die Versicherung nehmen, die mich eben deutlich schlechter für deutlich mehr versichert. Ohne meine Brille könnte ich nicht arbeiten. Ich kann tatsächlich keinen einzigen Buchstaben erkennen von irgendwo hier. Trotzdem wird mir keine Brille bezahlt, also so gar nichts, denn ich bin gerade so unter der Dioptriengrenze. Aber gut, leider ist das alles legal und nur in meinen eigenen Augen Datenmissbrauch. Aber auch Data Broker weltweit verkaufen Daten, die sie zwar legal erhalten haben, aber die ihr vielleicht trotzdem nicht so weit verbreitet sehen wollt. Denn auch wenn die Daten legal erworben wurden, gibt es Missbrauchspotenzial. Vermieter können euch ablehnen, Krankenkassen, selbst Kredite können abgelehnt werden, basierend auf eigentlich vertraulichen Informationen. Deshalb danke ich unserem heutigen Sponsor Incogni, die dieses Video hier unterstützen. Denn ihr habt die Möglichkeit, den Datenhändlern, die eure Daten verkaufen, immer per DSGVO zu sagen, dass sie das sein lassen sollen. Und dass sie alles über euch löschen sollen, was sie so haben. Dem müssen sie folgen. Allerdings gibt es sehr viele dieser Data Broker und einige sind sehr langsam und eher zögerlich bei der Löschung. Dafür nutze ich Incogni. Dort habe ich ein einziges Mal gesagt, dass bitte überall meine Daten gelöscht werden sollen, und Incogni stellt dann einfach alle Anfragen für mich durch, droht mit Anwälten, wenn es nicht erledigt wird, und wie ihr sehen könnt, werden dadurch noch immer einige Löschprozesse durchgeführt.
Das Beste bei dem Ganzen, ich muss mich ein einziges Mal kurz registrieren und dann kann ich alles wieder vergessen und die Anfragen werden für mich durchgeführt. Gelegentlich kommt mal eine Mail, dass wieder ein Data Broker meine Daten löschen musste. Ich lächle kurz und bin fertig damit. Denn nicht jeder, der die Daten von Data Brokern kauft, sollte das dürfen. Deswegen holt euch jetzt Incogni mit meinem Link unten in der Beschreibung. Wenn ihr schnell seid und zu den ersten 100 Leuten gehört, dann kriegt ihr sogar 60% Rabatt auf das Ganze. Okay, aber zurück zu den Krankenkassen. Psychische Krankheiten sind teuer. Niemand will die bezahlen. Die direkten Kosten zur Behandlung psychischer Krankheiten nur durch die gesetzlichen Krankenversicherungen haben im Jahr 2020 alleine 44 Milliarden Euro gekostet. Davon ging aber nur ungefähr 4% für eine Therapie drauf. Aber psychische Erkrankungen sind eben auch der häufigste Grund dafür, früh berentet zu werden. Und das wird dann richtig teuer. Und übrigens, während Covid sind 25% mehr Angststörungen und Depressionen verzeichnet worden. Die sind aber natürlich noch nicht alle fertig behandelt, weil wir zu wenig Therapeuten haben. Klar. Das Problem ist hier, finde ich, die Dunkelziffer. Es gibt sehr schöne Karten, die euch zeigen, dass in Deutschland die Rate an Depressionen bei ungefähr 5,2% ist. Das sind dann über 2 Millionen Fälle aktuell, aber je nach Land ist es teilweise eben gesellschaftlich eher okay oder auch eher nicht okay zu sagen, dass man überhaupt an Depressionen leidet. Die Kassen wollen aber trotzdem nur eines: sparen. Woran? Das bestimmt der gemeinsame Bundesausschuss, eine Selbstverwaltung von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen. Ja, die legen also selbst fest, welche Leistungen sie bezahlen. Was soll da bloß schiefgehen? Wie durch ein Wunder hat es trotzdem ein neues, modernes medizinisches Verfahren geschafft, in den Katalog aufgenommen zu werden. Die App auf Rezept oder in cool Digga. Kein Witz übrigens, das steht für digitale Gesundheitsanwendung und wird überall benutzt. Mit der Flatrate-Mentalität, die ich also habe ich mal angeguckt, welche Diggers ich mir auf Kassennacken einverleiben kann. Es gibt ganze 48 Diggers, die man sich holen könnte. Das ist pure Gönnung. Hier gibt es dann Apps, die zum Beispiel für Diabetes oder Übergewicht helfen. Manche haben ungefähr den Umfang einer besseren Gewichtstracking-App und kosten schlappe 411,30 € für 90 Tage. Das sind etwa 140 € pro Monat. Ich habe noch nie eine App gesehen, die so teuer ist und das trotzdem berechtigt ist. Zumal fast jede Fitness-App dieses Feature einfach als Gimmick mit integriert hat. Aber wie gesagt, das hat alles seinen Grund. Fun Fact: Ihr bekommt diese App aber nur verschrieben, wenn euer Body Mass Index, also euer BMI, über 30 ist. Bei 29,9 kriegt ihr gar nichts. Ihr bekommt die App also nicht, um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu verhindern, sondern erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist, um irgendwas zu verhindern. Vorsorge versus Nachsorge oder so. Und dass der BMI ein ziemlich suboptimales Maß der Dinge ist, könnt ihr bei Dr. Watson verfolgen. Die hatten dazu schon mal ein schön ausführliches Video gemacht. Der Preis ist übrigens völlig normal für solche Gesundheits-Apps. 535 € für 3 Monate für die hier, 784 € für nochmal 90 Tage von der hier, 535 € für 3 Monate für diese hier, 402 €, 690 €, 605 € jeweils für 90 Tage App-Nutzung und das aus den verschiedensten Kategorien. Wie gesagt, das hat seinen Grund, aber ich komme gleich dazu. Aber der Preis ist nicht mal unbedingt das, was mich stört. 24 dieser 48 Apps, also die Hälfte, findet sich in einem einzigen Bereich: Psyche, die sogenannten Therapie-Apps. Diese Therapie-Apps erfreuen sich bei Krankenkassen einer massiven Beliebtheit. Die Preise sind zwar hoch, aber für 12 Sitzungen Therapie, das was man in 3 Monaten machen würde, bezahlt man eben dann doch deutlich mehr als diese 500 € für eine App. Und so bekam ich in meinen privaten Nachrichten auf Instagram beispielsweise öfters mal die Frage, ob solche Apps wirklich genutzt werden sollten. Manche Krankenkassen scheinen hier ihren Mitgliedern, also euch, vorzuschlagen, sie sollen die Apps anstatt einer Therapie benutzen. Klar, ich weiß, wir haben nicht genug Therapeuten, aber auch das sollte man sich nochmal vorher ordentlich anschauen. Wir haben zwar etwa 48.000 approbierte Therapeuten, die eine Therapie durchführen können, aber nur etwa 50% von ihnen haben einen Kassensitz. Sprich, sie werden von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Und von den 24.000 haben sogar nochmal nur 40% einen halben Krankenkassensitz. Sprich, sie werden nur 50% von der Krankenkasse bezahlt. Wir erinnern uns, die Krankenkassen entscheiden selbst, für welche Leistungen sie bezahlen. Und hier sagen sie einfach: nee,
Mehr Sätze gibt's einfach nicht. Stattdessen nehmen wir lieber Apps. Die sind ja gut genug, oder? Die müssen ja dann auch wirklich was bieten, richtig? Speziell im Bereich psychischer Erkrankungen finde ich diese Apps zu einem Großteil in meinen Augen einfach nur bedenklich. Schreibt man dort mit einem Therapeuten oder vielleicht sogar mit einer KI, die könnte einem ja sicher helfen, oder? Naja, 4 dieser Apps sind zum Beispiel von Hello Better. Die werben einfach nur damit mit kostenfreier Online-Kurs bei Stress und Burnout oder kostenfreier Online-Kurs zum Schlafen oder bei Panik, chronischen Schmerzen, Vaginismus oder Diabetes und Depressionen. Weitere Apps sind Self-APIs Online-Kurs bei Binge-Eating-Störungen oder noch ein Online-Kurs bei Bulimia nervosa und so weiter. Die allermeisten dieser Apps sind also reine Online-Kurse. Ein Beispiel: Hello Better Stress und Burnout. 7 Kurslektionen, ein Stresstagebuch, das exakt nur meine Stimmung anhand von Smileys misst und Lektionen als Text, Video, Audio und Übung. Für teils 500 €. In meiner Fitness-App habe ich das direkt mit drin. Plus die volle Funktionalität des Gewichtstrackers, den ich nicht verschrieben bekommen würde, weil mein BMI nicht bei 30 ist. Plus dort habe ich noch eine Anbindung an meine Smartwatch. Also, versteht mich nicht falsch, ein Online-Kurs ist was Gutes, aber er ersetzt einfach keine Therapie. Das behaupten zwar weder die Kassen noch die Apps offiziell und doch schreibt ihr mir eben teilweise in den Nachrichten, dass ihr eine App mit Online-Kurs bekommen sollt, statt einer Therapie, weil die Kassen nicht mehr Therapeuten zulassen wollen. Die Wirkungen sind zu 100% anders. Eine App bringt euch Maßnahmen bei, wie man mit etwas umgehen kann. Abstrakt und relativ unpersönlich. Eine Therapie schaut speziell nach euren Bedürfnissen und hilft euch direkt, unabhängig von eurer ganz persönlichen Situation und Geschichte. Das ist beides gut und richtig und ergänzt sich eher, aber ich finde, so einen Kurs sollte doch eigentlich sogar jeder bekommen. Nein, noch besser. Schon in der Schule sollte man eigentlich lernen, damit umzugehen, denn Stress, Panik oder Depressionen stehen für viele von uns später mal auf der Tagesordnung. Aber Moment mal. Wenn es nur Online-Kurse sind, warum gelten die dann als Medizinprodukt? Jede dieser Apps gilt als Risikoklasse 1 nach MDD. Ja, diese Apps werden nach der Medical Device Directive, kurz MDD, von 14. Juni 1993 einsortiert. Das Ding ist fast so alt wie ich, kennt keine Smartphones und schon gar keine Apps. Damit soll aber der Sicherheitsnachweis und die Leistungsfähigkeit bewiesen werden. Die Richtlinie wurde aber etwas modifiziert und naja, man kann sie eben auch grob für Apps anwenden. Risikoklasse 1 heißt niedriges Risiko. Das heißt, der App-Anbieter muss sich selbst um alles kümmern sozusagen. Bei Hello Better ist das beispielsweise die ISO 27000, die zum Einsatz kommt. Das ist sehr löblich aus einer Security-Perspektive und eigentlich der Standard, den man unbedingt immer erreichen möchte, wenn man als sicher gelten will. Und auch bei anderen Anbietern ist das der Fall. Also keine Bedenken wegen Sicherheit? Naja. Die App Vivi, eine elektronische Gesundheitsakte und ein digitaler Gesundheitsassistent, wurde im September 2018 von IT-Sicherheitsexperten als unsicher eingestuft, nachdem sie mehrere Schwachstellen in der Verschlüsselung und im Datenschutz der App gefunden hatten. Die App wurde von mehreren gesetzlichen und privaten Krankenkassen an ihre Versicherten verteilt, ohne dass irgendwer über die Risiken natürlich informiert wurde. Die App ist heute nicht mehr im Digger-Verzeichnis gelistet und hat ihre Dienste komplett eingestellt. Und sie war definitiv nicht die einzige. Novego, Kankado, M-Sense, Mika, alles Gesundheits-Apps mit Sicherheitslücken. Und wie gesagt, wir haben aktuell nur 48, da sind das schon ziemlich viele, prozentual gesehen. Heißt, Hacker können auf die Systeme zugreifen, die Daten entwenden und dann teilweise ohnehin labile Patienten auch noch angreifen. Stellt euch vor, ihr habt eine Angststörung und ein Hacker schreibt euch eine Mail, dass er all eure Tagebucheinträge hat und hat sie dann auch noch wirklich. Gibt es eine schlimmere Kombination? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Das Ganze hat aber auch ein Gutes, 50.000 €. Diggers müssen viel stärker auf ihre IT-Sicherheit achten. So viel stärker, dass sie kaum mehr personenbezogene Daten sammeln können. Denn es ist wahnsinnig schwer zu beweisen, dass man eine wirklich sichere IT hat. Die ISO 27000 Zertifizierung, die als der Goldstandard gilt, wie gesagt, versucht das. Aber sie kostet zwischen 15.000 € und auch gut und gerne mal 150.000 €. Da schlackert jedes Startup mit den Ohren und verkriecht sich wieder in den dreckigen öffentlichen App Store,
wo eine Gesundheits-App genauso behandelt wird wie Candy Crush. Und die übrigen beschränken sich auf einen ganz simplen Anwendungsfall: Online-Kurse. Denn wie viele Daten brauche ich für einen Online-Kurs? Ich kann es euch sagen, bei meiner Academy sammeln wir nur die E-Mail-Adresse, die wir brauchen, um ein Konto zu erstellen. Ansonsten brauchen wir gar nichts. Und dann wiederum frage ich mich, warum muss der Online-Kurs eigentlich online sein? Könnte doch auch eigentlich komplett offline sein, oder nicht? Warum muss ich meinen Burnout-Kurs online durchführen und Daten auf Servern hinterlassen, wenn ich es einfach lokal zu Hause haben kann? Bei einem Preis von über 500 € sollte das doch eigentlich mit drin sein. So, worauf will ich hinaus? Die Techniker Krankenkasse hat einen Bericht rausgegeben. Gerade einmal 19.025 Verordnungen für Diggers gab es. Die Techniker Krankenkasse hat einen ganz groben Marktanteil von 15%. Rechnet man das hoch, kommen wir für 2022 auf ganz grob 127.000 Verordnungen bei allen Krankenkassen raus. 127.000 Mal wurde eine Gesundheits-App für 3 Monate genutzt. Das ist lächerlich wenig. Bei den Preisen kann ich sehr grob sagen, dass dann wahrscheinlich aber trotzdem 20 bis 60 Millionen € ausgegeben wurde für diese Gesundheits-Apps. Das wiederum ist zwar viel, aber im Vergleich zu den unfassbaren 474 Milliarden €, die jährlich insgesamt ausgegeben wurden, ist das relativ wenig. Der Grund: die Hürde, diese Apps zu entwickeln, ist wahnsinnig hoch. Und durch diese Hürde wird am Ende nur das entwickelt, was es im App Store, auf YouTube oder sonst wo quasi for free gibt. Ein hübscheres Tagebuch mit einem dazugehörigen Online-Kurs. Aber wenn doch die Wirkung dieser Apps sogar wissenschaftlich bestätigt wurde, was ein weiterer Grund ist, warum die alle so teuer werden, die müssen wirklich alle Studien machen, wieso wird hier nicht mehr investiert? Ich habe hier einen Vorschlag, aber den werden wahrscheinlich wieder mal manche nicht gerne hören. Wir brauchen ein eigenes Verzeichnis mit Online-Kursen, aber auch bitte mit echten Angeboten. Lasst uns kurz mit den Online-Kursen anfangen. Online-Kurse können vollständig offline angeboten werden. 100% unabhängig von irgendeiner Diagnose. Du kannst dir einfach einen Kurs zu Stressmanagement geben, um gar nicht erst gestresst zu sein. Das sollte klar sein. Geht aber mit den Diggers nicht. Ich brauche dafür ein Rezept. Die Krankenkassen könnten so einen Kurs erstellen und jeder von uns könnte über eine App diese Kurse herunterladen und sehen. Das muss natürlich alles Open Source sein, damit wir sicherstellen können, dass wirklich keinerlei Daten zurückfließen. Keine Daten gespeichert, keine Security-Probleme. Als niedrigschwelliges Angebot macht das durchaus Sinn und könnte zumindest mal ansatzweise die in Deutschland fehlende Prävention von Erkrankungen verbessern. Kein Warten auf einen Therapieplatz, kein Preisgeben persönlicher Informationen, eine geringere Hemmschwelle. Denn bei Prävention tun wir verhältnismäßig ekelhaft wenig. Prävention heißt weniger Krankheitstage in Zukunft. Win-win für alle. Die Kurse der Krankenkassen gibt es tatsächlich übrigens schon. Damit lassen sich eigentlich die meisten Anbieter von den Diggers schon fast wegrationalisieren. Anschließend haben wir ja als Land insgesamt ein Interesse daran, dass wir eigentlich alle gesünder leben wollen. Denn habe ich ein toxisches Arbeitsumfeld zum Beispiel, steigt die Chance enorm, dass ich erkranke oder kündige. Also sollten die Krankenkassen ja auch eigentlich ein Interesse daran haben, dass jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten ihre Kurse sieht, die ja sowieso schon produziert und verfügbar sind. Also könnte man die Kurse nicht nur für eigene Kunden, sondern eigentlich für alle öffnen. Und dann wiederum hätte man die Wahl und könnte die Kurse gegenseitig verbessern und gemeinsam dran arbeiten. Und dann kommen zusätzliche Funktionen dazu, wie ein Ernährungstagebuch, ein Stresstagebuch. Ich sehe keinen Grund, warum ich erst adipös sein muss, bevor ich auf meine Ernährung achte. Denn schon davor kann es schädlich sein, wenn man sich wie ein Pac-Man-Mülleimer ernährt. Diese Daten kann man lokal speichern und anschließend online verschlüsselt ablegen, sodass niemand irgendwas lesen kann. ISO 27000 Zertifizierung auch kein Problem. Zumindest für Krankenkassen, denn die müssen das ohnehin machen. Und, ach schau mal, dann haben wir einfach eine Fitness-App, die einfach alles hat, was man brauchen könnte, aber ohne Daten zu missbrauchen. Wow! Ob diese Art der Prävention nicht unfassbar vielen Menschen vielleicht was Gutes tun würde?
Ein kleiner Spoiler hierbei, die Entwicklung dieser App wird wahrscheinlich keine 60 Millionen Euro kosten, aber wir können natürlich auch weiterhin Millionen für Homöopathie ausgeben. Also ja, ich bin ganz der Meinung der CDU, dass Krankenkassen günstiger werden sollten, dass sie sich am Ende weniger bei der Flatrate der Beitragszahler bedienen sollte und stattdessen sich sinnvoll um unsere Gesundheit gekümmert werden sollte. Auch und vor allem präventiv, nicht immer erst, wenn es zu spät ist. Denn immerhin gehen über 13% des gesamten Einkommens von Deutschland für Krankheit und Gesundwerden drauf. Leider aktuell mehr für Krankheit als für Gesundwerden oder gar gesund bleiben. Das könnten wir ändern. Aber dann würden vermutlich sehr viele ihren toxischen Arbeitsplatz wechseln und wir hätten auf einmal einen ganz schönen Fachkräftemangel. Aber dazu mache ich ein anderes Video. Und wer weiß, vielleicht wollen die Damen und Herren der Altpartei auch mal in eine gesetzliche Krankenkasse wechseln, wenn die Leistungen doch dort so großartig und vielfältig sind, dass man Flatrate-Zuckerkügelchen gratis bekommt, die uns alle wieder gesund machen. Oder nicht?